Hallo liebe Freunde, ihr habt Lust auf eine kleine Wanderung oder einen größeren Spaziergang? Na, ich hätte einen kleinen Tipp für euch. Kommt doch einfach mit und begleitet mich an diesem schönen Morgen. Das Ende, genau genommen das obere Ende von Waldkirchen, ist Anfang für unsere gemütliche 6 Kilometer lange Rundtour. Denn schräg gegenüber von Kirche bzw. Friedhof finden wir am Waldrand einige Parkmöglichkeiten. Und jetzt, schnurstracks den kleinen Hügel hoch zum Abtauchen in den Wald. Zunächst immer der Nase nach, sprich geradeaus. An der ersten Kreuzung treffen wir zwar auf ein Hinweisschild Rundweg Waldkirchen nach rechts. Dieses ignorieren wir jedoch jetzt und gehen weiter den Hauptweg nach unten. Und hier mitten im Wald gibt es auch nichts zu erzählen, sondern einfach nur Natur und himmlische Ruhe zum Genießen. Nach knapp 1,5 Kilometern stoßen wir rechts auf diesen schmalen Pfad. Klar wäre es eine klitzekleine Abkürzung, aber der Weg ist völlig kaputt und nicht begehbar. Bleibt also noch auf dem breiten, stellenweise gelb beschilderten Weg bis zum nächsten Abzweig. Dort entdecken wir das Schild Rastplatz und folgen diesem nach unten. Angekommen, ihr seht es, finden wir nicht nur besagten Rastplatz, welchen wir bei der kurzen Tour höchstens zum Träumen als zum Ausruhen brauchen, sondern auch der Wald öffnet sich und bietet uns ein herrliches Bild. Vom grünen Wald zur Linken über die Augustusburg, der Krone unseres Erzgebirges, hinweg über Marbach im Vordergrund und zur Rechten Burstendorf bzw. Grünhainichen, was ihr ja alle schon kennt. Wenden wir noch einmal kurz unser Gesicht der wunderbaren Wintersonne zu und steigen anschließend den Feldweg hinunter in Richtung Marbach. Schaut man dabei genauer hin, sehen wir auch das gegenüberliegende Leubsdorf. Dazu unser Lust- und Jagdschloss, die Augustusburg. Wie denkt ihr, ist unser Erzgebirge schön? Ihr seht, wir stoßen mit unserem Feldweg auf die vor einigen Jahren neu geschaffene Zufahrtsstraße ins obere Marbach. Auf diese biegen wir links ab. Aber keine Sorgen, Autos sind rar hier. Zum Glück. Gemächlich aufwärts steigend und mit immer neuen, schönen Anblicken der Augustusburg erreichen wir schließlich die frühere Gaststätte Grüner Wald. Leider hat auch sie die Zeiten nicht überlebt. Auf der Straße laufen wir jedoch nur 100 Meter und dürfen wieder in den Wald nach rechts abtauchen. Hier finden wir neben dem bereits erwähnten Rundweg Waldkirchen auch die Ausschilderung Witschdorf, welches ihr ja auch schon kennt. Möglichkeiten zum Laufen und Variieren gibt es hier im Grünwald jede Menge. Alleine als wir über die Frage, was spektakulär ist, sprachen wir bereits einmal davon. Doch jetzt gehen wir die befestigte Waldstraße nach unten. Nächste Kreuzung, nächste Entscheidung. Ich plädiere für links, erneut Richtung Rundweg Waldkirchen. Nach dem Staubenbach und dem daneben liegenden kleinen Teich sollten wir uns nicht von der Sonne blenden lassen, sondern aufpassen. Wir verlassen nämlich erneut den Rundweg und gehen ohne Markierung links nach oben. Im wahrsten Sinne des Wortes der Sonne entgegen. Ausschilderung Oberwaldkirchen. Das klingt kompliziert? Kein Problem. Wer sich nicht sicher fühlt, der kann wie immer die GPS-Daten mittels der Links zu Autoactive und Komoot gern herunterladen. Ihr findet diese wie immer unten in der Beschreibung des Videos. Langsam kommen wir immer höher und sollten, wie auch gelegentlich im realen Leben, innehalten und zurückschauen. Die Augustusburg finde ich immer wieder schön, von jeder Seite anders schön. Geschafft, oben. Der Blick schweift über Waldkirchen hinweg in Richtung Krummhermersdorf und weiter nach Tschobau. Auf der anderen Seite ist zwar heute ziemlich viel Dunst, aber die grobe Blickrichtung ist Richtung Erdmannsdorf-Chemnitz.
Und natürlich erneut die immer wieder präsente Augustusburg. Genug geschaut, gehen wir links in Richtung Hauptstraße. Diese verlassen wir nach wenigen Schritten wieder links in den Wald hinein und können diesen genießen. Noch einmal treten wir heraus, schauen über Waldkirchen hinweg, erneut Richtung Tschobau und weiter geht's im Grünen unserem Ziel entgegen.